Hallo Freunde der Sonne, jetzt endlich ist es doch soweit. Das lange angeteaserte, das lange angedrohte, angekündigte Video zum Teil 2 meines Hausbaus. Es ist jetzt so gut wie fertig. Ich habe es gestern den ganzen Tag über geschnitten ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Anmoderation und die Abmoderation und das will ich dann hiermit tun. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich melde mich ganz am Ende nochmal. Nachdem der Rohbau soweit fertig war, wurde es jetzt Zeit für mich, eine Farbe für die Wände auszusuchen. Die Innenarchitektin war mit meinem Architekten in Villarica im Farbenladen ihres Vertrauens und sie hatten mir auf Grundlage meiner Wünsche, nämlich ein helles Terrakotta für außen und eine helle Eierschalenfarbe oder einen leichten, hellen Gelbton für innen, einige Farbvorschläge anhand einer Farbtabelle geschickt. Eine Probedose meiner ausgewählten Farbe wurde dann angemischt und einige Zeit später bekam ich ein Foto von einer kleinen Testfläche. Okay, Fotos lügen ja immer. Sowas muss man sich echt im Original ansehen. Aber leider sah es da auch nicht anders aus als auf den Fotos. Ich war schon erstaunt von dem Unterschied zwischen der Farbtafel und dem Ergebnis an der Wand. Nope, bitte kein Feuerwehrrot an die Außenwand. Nein. Und die Innenwand, die sollte nicht dreckig und dunkel aussehen, nachdem sie frisch gestrichen ist. Wir haben dann nochmal einen anderen Farbton ausgesucht. Auch hier wich der Farbton wieder von der Farbtafel ab, die ich ja gesehen hatte. Damit konnte ich aber dann doch leben. Nur die Außenfarbe habe ich noch einmal komplett geändert, nachdem ich die bei einem anderen Bauprojekt des Architekten gesehen habe. Die war doch viel angenehmer als das Schweinchenrosa. Ja. Kaum ist man mal eine Woche nicht da, da hat sich einiges verändert auf meiner Baustelle. Da steht plötzlich ein 5 Meter hoher Metallturm. Ein Aussichtsturm? Nee, der ist für meinen Wassertank. Lange Zeit habe ich mich gefragt, wieso hier so ziemlich jeder einen Hochtank hat. Der erste längere Stromausfall hat meine Frage dann auch schnell beantwortet. Kein Strom gleich keine Pumpe gleich kein Wasser. Und durch den Tank hat man wenigstens noch eine gewisse Reserve, die dank der Schwerkraft auch ohne Strom aus dem Hahn kommt. Auch der ca. 70 Meter lange Graben von meinem Brunnen zum Turm wurde inzwischen gebuddelt. Inzwischen wurden übrigens auch die Holzbalken und die Decke noch einmal mit einer Holzschutzlasur versehen, die das Holz vor Schimmel und Insektenbefall schützen soll. Das war zwar alles bereits ab Werk vorbehandelt gewesen, aber dieser Schutz ist wohl nicht ausreichend und sollte unbedingt nochmals nachbehandelt werden. Parallel dazu wurden die Kabel in die Leerrohre im Haus gezogen. Anders als in Deutschland werden hier die einzelnen farbigen Adern verlegt. Sollte doch mal eine Farbe ausgehen, dann wird eben die Farbe genommen, die verfügbar ist. So habe ich dann teilweise 2 rote Drähte an einer Steckdose und die Phase ist dann der mit dem schwarzen Klebeband dran. Logisch, oder? Mit dem Fliesen des Badezimmers wurde nun auch schon begonnen. Wow. An der Wand sehen die Fliesen doch wesentlich größer aus, als ich sie vom Laden in Erinnerung hatte. Aber sieht doch schon ganz gut aus. Gefällt mir. Auch die Bodenfliesen wurden nun verlegt. Ich habe mich für ein Fischgrätenmuster entschieden, um die doch recht große Fläche etwas aufzulockern. Komischerweise wurde nicht, wie es in Deutschland üblich ist, die Flucht parallel zur Hauswand verlegt, sondern ein wenig seitlich versetzt. Das hatte ich aber erst mitbekommen, als schon einige Reihen lagen. Das sieht aber nicht schlecht aus und wenn die Räume eingerichtet sind, wird das wahrscheinlich kaum auffallen. Oder ist es vielleicht sogar noch schöner? Natürlich wurden die Fliesen auch mit der entsprechenden Fugenfarbe passend zu den Fliesen verfugt. Ich habe mich als kleinen Kontrast für einen Schokoladenbraun entschieden. In real sieht es aber eher mausgrau aus. Außer es ist nass, dann sieht es schon echt toll aus. Nun kamen auch die Zimmertüren und die Fenster. Diese wurden durch die Lieferanten oder deren Monteure eingebaut. Leider muss ich sagen, dass ich von deren Qualität und Arbeit nicht wirklich begeistert war. Die Türzagen sind nicht hundertprozentig gearbeitet. Eine Zimmertür wurde so installiert, dass sie sich nur extrem schwer schließen lässt. Auch die Eingangstür schleifte beim Schließen über die Bodenfliese. Das ließ sich aber alles relativ einfach nacharbeiten und funktioniert nun. Anders sieht es mit den Fenstern und Terrassentüren aus.
Die Rahmen wurden nicht wirklich gut eingesetzt. Sie stehen nicht ganz senkrecht und es sind Mauervorsprünge zu sehen. Die Befestigung an der Wand lässt auch zu wünschen übrig. Einige Schrauben sind völlig schief eingeschraubt oder lassen sich samt Dübel einfach wieder herausziehen. Einen Profilrahmen haben sie augenscheinlich mit mehreren Hammerschlägen in Position gebracht, was natürlich seine Spuren hinterlassen hat. Das Badezimmer hatte ich damals bei der Planung als Milchglasfenster bestellt, ist nun aber leider doch Klarglas geworden. Okay, das geht sicher auf das Konto meines Architekten, der die Bestellung gemacht hat. Zum Glück konnte er eine Milchglasfolie besorgen, die dieses Manko dann wieder ausgleicht. So langsam sollte ich mir Gedanken um meine zukünftige Küche machen. 3 Schreiner bzw. Küchenbauer hier in der Nähe kannte ich bereits. Der eine ist über Monate ausgebucht, der andere ist nach Angaben mehrerer Leute gut, aber sehr teuer. Mir wurde dann ein relativ neuer österreichischer Schreiner empfohlen. Ich habe mit ihm einen Beratungstermin bei ihm in der Werkstatt ausgemacht. Zusammen mit einem groben Entwurf des Küchenplans und einigen Fotos und Abmaßen der geplanten Küchennische habe ich ihm dann meine Vorstellungen dargelegt. Wir haben das Ganze einmal durchgesprochen und ich habe mich für die Oberfläche, die Farbe, der Fronten und der Arbeitsplatte entschieden. Eine Woche später bekam ich dann eine Zeichnung von der geplanten Küche zusammen mit dem Angebot geschickt. Klar, per WhatsApp, wie hier üblich. Da mir der Entwurf sehr gefallen hat und der Preis in meinen Augen auch völlig okay war, habe ich Ende November 2023 den Auftrag dafür erteilt. Anfang Dezember trafen wir uns auf meiner Baustelle, wo der Tischler dann die genauen Maße abgenommen hat und auch nochmal die Anschlüsse für Strom und Wasser überprüft hat. 2 kleine Änderungen an meiner Stromverlegung musste ich noch vornehmen, was aber problemlos funktionierte. Zum Glück haben wir den groben Aufbau der Küche bereits in der Planung der Wasser- und Stromleitungen berücksichtigt. Kurz vor Weihnachten bekam ich dann die Info, dass meine Küche fast fertig sei. Auch die ersten Fotos der vormontierten Küchenteile habe ich bekommen. Okay, nun wird es aber langsam echt Zeit, dass auch der Innenanstrich fertiggestellt hat. Wäre ja schließlich sehr unpraktisch, wenn die Wände gestrichen werden, wenn die Küche bereitsteht. Nachdem mir mein Vorarbeiter versichert hat, dass der Innenanstrich zumindest im Küchenbereich bis zum 3.1.24 fertig und auch getrocknet sei, habe ich dem Tischler das Go ab dem 4.1. für die Küchenmontage gegeben. Und prompt hat er mir auch die Lieferung für den 4.1. angeboten. Und so kam er dann mit seinen beiden Angestellten pünktlich am 4. Januar. Erst wurde der Boden zum Schutz mit Pappen und Decken ausgelegt, dann wurden die einzelnen vorgefertigten Küchenteile ausgeladen und grob positioniert. Meine Arbeiter staunten nicht schlecht, als sie sahen, dass als allererstes eine Laserwasserwaage aufgebaut wurde. Ich glaube, sowas haben die noch nie gesehen gehabt. Der Aufbau ging dann recht routiniert und wirklich 100% exakt vor sich. Störende Unebenheiten an der Wand wurden an den Hängeschränken so weit nachgearbeitet, dass diese exakt ausgerichtet und angebracht werden konnten. Öffnungen für den Gasherd, Befestigungen der Spüle und die Steckdosen hinter den Küchenmöbeln wurden passgenau vor Ort ausgesägt. Alles im Allen hat er sehr sauber, sehr exakt gearbeitet, so wie man es aus Deutschland gewohnt ist und auch nicht anders erwartet. Die Anlieferung und Montage der Arbeitsplatte war bereits für den Folgetag organisiert worden. Und auch das lief relativ problemlos und gekonnt ab. Die beiden doch recht großen Teilstücke der Arbeitsplatte wurden angelegt und nochmal genau angepasst. Die Ausschnitte für Spüle und Herdplatte wurden vor Ort ausgeschnitten, weil die Platte sonst zu instabil wäre und beim Transport oder der Montage hätte brechen können. Die Nahtstelle der beiden Teile der Arbeitsplatte wurde verklebt, etwas dem Muster der Platte angepasst und schlussendlich auch beschliffen und poliert. Man muss schon etwas genauer hinsehen, um die Verbindungsstelle zu sehen. Echt super. Auch an die Wände im Bereich der Küche und das Fensterbrett wurden mit der gleichen Granitplatte versehen. Dabei wurden die Steckdosen ausgemessen, angezeichnet und ausgeschnitten. Bei einer Steckdose hatten sie sich um ca. 3 cm vermessen. Ja, sowas kann passieren. Ich sollte mich nun entscheiden, ob sie eine neue Platte dafür holen und zuschneiden sollen oder ob die Steckdose versetzt werden soll. Ich hatte mich für den geringeren Aufwand, nämlich das Versetzen der Steckdose, entschieden.
Beim Fensterbrett gab es auch ein kleines Problemchen. Die Zeichnung wurde falsch gelesen und somit war der gemauerte Vorsprung am Fenster ca. 2 cm zu hoch oder das vorgefertigte Fensterbrett entsprechend 2 cm zu klein. Also auch hier wieder der kleinste Aufwand betrieben und ca. 2 cm von der Wand am Fenster weggestemmt. Fazit zu der Küche und deren Erbauer: Hammer. Bis auf die Tatsache, dass ich sie viel zu groß geplant hatte, was ja nun eindeutig mein Problem ist. Egal, ein rundum perfektes, sehr schönes und sicherlich auch langlebiges Endprodukt. Auf jeden Fall empfehlenswert. Bereits am Folgetag hatte ich festgestellt, dass sich die Granitarbeitsplatte dunkel verfärbt, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt. Das sollte eigentlich nicht so sein. Mein Küchenbauer nahm, nachdem ich ihn darüber informiert hatte, umgehend mit dem Steinmetz, der die Platte geliefert und montiert hatte, Kontakt auf und teilte mir dann nach Rückmeldung mit, dass die Oberfläche noch mit einem speziellen Mittel versiegelt werden muss. Nachdem der Steinmetz das Mittel nicht besorgen konnte, hat der Schreiner versucht, es mit einem Reinigungs- und Pflegemittel, welches er extra bestellen musste, zu imprägnieren. Das war aber leider auch nicht wirklich zielführend. Aber ich werde da demnächst selber mal was versuchen, aber dafür muss es erst etwas kühler werden. Bereits mehrere Tage lang waren meine Bauarbeiter damit beschäftigt, die Natursteine im Sockelbereich des Hauses und den Trittstufen der Terrasse zusammenzupuzzeln und anzubringen. Auch diese Arbeit ist doch recht zeitintensiv, wie man feststellen musste. Parallel dazu wurde immer wieder die Außenwand und die Säulen gestrichen. Ich habe keine Ahnung, wie oft diese nun gestrichen wurden. An den Innenwänden habe ich zwischenzeitlich merkwürdige Bläschen am Farbeinstrich entdeckt. Mein Architekt erklärte mir eine mögliche Ursache der Blasen in der Möglichkeit, dass im Farbenladen ältere Farbe untergemischt oder sogar benutzt wurde. Jedenfalls müssen diese Fehlstellen noch einmal abgeschliffen und nachgestrichen werden. Noch immer habe ich keinen Stromanschluss im Haus und so langsam komme ich auch zeitlich an meine Schmerzgrenze. Ende Januar möchte ich unbedingt aus meinem Mietshaus ausgezogen sein und in meinem eigenen Häuschen wohnen. Jetzt wurde es Zeit, meinem Architekten mal ein wenig Druck zu machen. Wir hängen dem Zeitplan bereits über einen Monat hinterher und ich bekomme Mitte Februar Besuch und muss das Haus ja auch noch einräumen und einrichten. Jo. Mitte Januar habe ich dann begonnen, meine ersten Sachen und Möbel zu bringen, um zu zeigen, dass es mir ernst damit ist, dass ich am 1. Februar dort einziehen muss. Dennoch wurde es nicht für nötig erachtet, die Innenräume fertigzustellen und nachzuarbeiten. Es wurde weiterhin fleißig an der Terrasse und den Stufen gearbeitet. Naja, gut, okay. Und dann eines Tages sagte der Herr, es werde Licht. Und siehe da, mein Vorarbeiter fand den Schalter nicht. Nein, Scherz beiseite. Er fand den Schalter und es ward Licht und ab diesem Zeitpunkt hatte ich zumindest teilweise Strom und Licht im Haus. Da noch nicht alle Lampen und Geräte angeschlossen waren, wurden einige Stromkreise noch abgeschalten. Die Klimaanlagen wurden von einer externen Firma an einem Tag installiert und auch ausgetestet. Leider produzieren diese Dinger auch immer Kondenswasser, was logischerweise auch abgeleitet werden muss. Somit habe ich jetzt einen schiefen Kabelkanal in meinem Schlaf- und Arbeitszimmer, in dem die Kühlleitung, die elektrischen Leitungen und das Kondenswasserrohr laufen. Schief muss das Ding logischerweise sein, damit das Kondenswasser ablaufen kann. Im Großen und Ganzen war die Arbeit dieser Leute professionell, zügig und vernünftig. Natürlich gibt es auch hier Kleinigkeiten, über die sich der eifrige Deutsche aufregen könnte.
Zum Beispiel fehlende Puffergummis unter einem der Wärmetauscher, unterschiedliche nicht rostfreie Schrauben, schlecht lackierte Halterungen oder bemalte Wände. Naja, gut. Die Abwasserschläuche habe ich übrigens inzwischen in einem Rohr zusammengeführt und auf die Wiese geleitet. Am 24. Januar, eine Woche vor meinem lang angekündigten Einzugstermin, stand ich dann plötzlich mit nur 2 Leuten auf der Baustelle. Hä? Wo sind die denn alle hin? Ja, ich weiß, wo die sind. Mein Architekt hat nämlich eine neue Baustelle bekommen und auch angefangen. Und schwupps sind fast alle Bauarbeiter dorthin beordert worden. Nee, das finde ich jetzt definitiv nicht in Ordnung. Jetzt, wo ihr bereits 2 Monate im Verzug seid, die Baustelle nicht im Ansatz fertig ist und mir die Zeit im Nacken sitzt, fangt ihr mit meinen Bauarbeitern ein neues Projekt an und lasst mich hier sitzen? Jetzt reicht's. Nach einer bitterbösen Nachricht an meine Innenarchitektin, die auch immer die Verbindung zwischen mir und meinen Architekten war, kamen kurz nach der Mittagspause einige Arbeiter wieder an. Es ist jetzt Ende Januar und im Badezimmer wird weitergemacht. Das WC wird montiert und einige Tage später auch der Untertisch für das Waschbecken. Verdammt, sieht das gar klasse aus. Die Wasserversorgung wird endlich installiert und in Betrieb genommen. Nun wird das Wasser aus meinem Brunnen mit einer 1 PS-Pumpe mit Druckregler durch die ca. 80 Meter lange Leitung nach oben in den 500-Liter-Tank gepumpt. Im Tank ist ein Schwimmer eingebaut, der die Zufuhr stoppt, sobald der Tank voll ist. Vom Hochtank aus wird das Wasser von einer weiteren Pumpe angesaugt und erhöht den Druck im Haus auf die üblichen ca. 2,5 Bar. Da es von Anfang an Probleme mit der Pumpe am Brunnen gab, wurde dort ein Druckausgleichsbehälter nachgerüstet. Der macht dort in meinen Augen zwar überhaupt keinen Sinn, aber okay. Auch das war noch nicht optimal. Also wurde der Druckregler nochmals ausgetauscht und mit einem Manometer ergänzt. Schon besser, aber je nach Wasserstand im Brunnen hat die Pumpe manchmal den eingestellten Abschaltdruck einfach nicht erreicht. Ich habe das dann so nachregeln können, dass die Pumpe nun sicher abschaltet. Den Schwimmer im Hochtank habe ich inzwischen wieder entfernt, nachdem ich festgestellt habe, dass das Wasser dort nur extrem langsam einfließt, weil es nur eine ca. 3 mm Einfüllöffnung hat. Da kommt natürlich nicht viel durch und so lange muss die Pumpe an Brunnen schwer arbeiten, bis der Tank endlich voll ist. Nun öffne ich den Hahn manuell etwa alle 3 bis 5 Tage und warte einfach, bis das Fass voll ist. Auch habe ich die Pumpe für die Druckerhöhung im Haus mit einem Druckausgleichsbehälter nachgerüstet. Dort macht der total Sinn, damit die Pumpe nicht bei jedem entnommenen Glas Wasser anspringen muss. Immer mehr Klamotten und Möbel bringe ich mit und beginne so langsam mit der Einrichtung. Sie haben es auch tatsächlich geschafft, die Wände im Gästezimmer nachzuarbeiten. Was soll's. Besser wird's jetzt eh nicht mehr, also lassen wir das jetzt mal so, damit ich endlich anfangen kann, das Zimmer einzurichten und die ersten Möbel zu stellen. Pünktlich zum 1. Februar rücke ich mit meinen beiden Hunden an und werde hier auch nicht wieder ausziehen. Mein Vorarbeiter hat inzwischen extra für mich eine Lampe für den Arbeitsbereich der Küche gebaut. Es wurde wunschgemäß ein Holzbrett angefertigt und lackiert. Vor Ort wurden 4 Löcher für die Lampen gebohrt, was aufgrund der Dicke und vor allem der Härte des Holzes keine wirklich leichte Aufgabe war. An 2 Ketten aufgehängt leuchtet dieses Prunkstück nun meine Arbeitsplatte aus. Der erste Abend auf meiner neuen Terrasse, einfach nur herrlich. Ein schönes, kühles Blondes bei knapp 30 Grad und einem spektakulären Sonnenuntergang. Okay, um den so zu sehen wie hier auf dem Foto, muss ich schon auf den Wasserturm klettern. Auch die Sonnenaufgänge kann man sich von der Terrasse aus ruhig öfters mal ansehen. Möbel kann man sich hier übrigens meist problemlos und kostenlos oder zumindest recht preiswert liefern lassen. Bei mir war sogar der Aufbau des Kleiderschranks inklusive. Oh, da fällt mir ja ein, dass in der untersten Schublade ja noch ein Einlegeboden fehlt. Der sollte eigentlich noch nachgeliefert werden. Da muss ich wohl doch noch mal nachfragen. Wo sind denn meine Arbeiter schon wieder hin? Die holen den Rollrasen, wurde mir gesagt. Okay, angeschüttet wurde vor der Terrasse ja schon ein wenig. Ja, typisch Paraguay ist auch der Rollrasen hier geringfügig anders als in Deutschland. Circa 15 mal 20 große Stücke
Mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner, mal dicker, mal dünner wurden nun vom LKW abgeladen und verteilt. Da die Dicke teilweise stark variiert hat, was dann wieder schwer einzuebnen ist, wurde die Dicke der Teilstücke mit der Machete angepasst. Wow, was für eine Drecksarbeit. Ordentlich gewässert und dann mit dem Stampfer eingepasst und das bei ca. 35 Grad im Schatten. Aber die arbeiten auch in der prallen Sonne. Puh. Auch die Gräben von der Wasserleitung wurden nun, etwas herzlos zugeschüttet. Aber wem will man das verdenken bei der Hitze und dem steinharten Boden? Wäre es nicht einfacher und sinnvoller gewesen, den zeitnah wieder zu schließen, als die Erde noch locker und nicht so eingetrocknet war? Ja. Auch die Dachrinne wurde nun begonnen. Die Rinne an sich wurde wohl von einer Firma aus Blech gebogen. Die Halterungen wurden hier vor Ort alle einzeln von Hand, mit Schraubstock, Zange und Hammer zurechtgebogen. Alles wurde mit Sprühlack versehen und die Rinne wurde dann montiert. Und jetzt ist es auch schon soweit. Mein lange angemeldeter Besuch kommt morgen. Und wie befürchtet, sind die Bauarbeiten noch nicht ganz beendet. Ich beginne eifrig aufzuräumen und zu putzen, was ich ja eigentlich die Tage vorher auch schon gemacht habe. Aber jetzt steigen auch meine Bauarbeiter mit ein. Sämtliche Werkzeuge und Baumaterialien werden von der Terrasse entfernt, außer das, was gerade noch verwendet wird. Es wird mal wieder durchgefegt. Die letzten Stücke Rollrasen werden noch verlegt, die Fallrohre fehlen noch, die Fenstergitter sind auch noch nicht da. Damit müssen meine Eltern jetzt halt leben. Das Gästezimmer habe ich jetzt für sie soweit eingerichtet. Küche, Wohn- und Esszimmer und auch das Bad sind nutzbar und soweit bis auf Kleinigkeiten eigentlich fertig. Und natürlich die Terrasse ist bereit. In den kommenden Tagen bin ich viel unterwegs, um meinen Eltern meine neue Wahlheimat etwas näher zu bringen und ihnen etwas zu bieten. In den folgenden 2 Wochen wurden dann noch die restlichen Arbeiten abgeschlossen. Also die Fallrohre wurden endlich montiert, abgedichtet und nochmals lackiert. Auch die Dachrinne und der Wasserturm, der bisher nur grundiert wurde, wurden nochmals gestrichen. Die Fenstergitter wurden frisch gestrichen, angebracht. Die mussten aber nochmal ab, weil die inneren Ecken waren alle nicht verschweißt. Und dadurch hat man dann Öffnungen, in denen wieder Wasser eintreten kann und dann alles von innen verrostet. Und das wollen wir ja nicht. Und wenn sie jetzt schon mal ab waren, montieren wir sie nach der Nacharbeit und nachdem sie getrocknet sind, mit etwas Abstand zur Wand, damit sich dort zwischen Wand und Gitter kein Wasser und Staub ansammeln kann. Leider hatten sich in der Zwischenzeit Risse in der Außenfarbe gebildet. Merkwürdig. Die mussten nun auch nochmal nachgearbeitet werden. Ist denn mein Haus nun eigentlich fertig? Nicht ganz. Es war jetzt etwa 4 Wochen mehr oder weniger Baustopp. Nun ist mein Besuch auch wieder weg und die Risse in der Farbe sind dafür wieder da. Also müssen die auch nochmal nachgearbeitet werden. Außerdem habe ich festgestellt, dass es bei längerem oder starkem Regen zwischen Dach und Regenrinne tropft. Ich vermute einen Zusammenhang mit dem doch sehr merkwürdigen Kaminanschluss. Aber das wird dann kommende Woche nochmal nachgearbeitet. Auch die Abdeckung der Pumpe am Brunnen wird noch vervollständigt, damit es dort nicht hineinregnen kann, was dann die Pumpe wieder schädigt. Und dann ist mein Haus hoffentlich Anfang April endlich fertig. Ja, soweit die Arbeiten, die an meinem Häuschen gemacht wurden, damit es so ist, wie es jetzt hier ist. Und damit ich hier vernünftig und schön gemütlich hier leben kann. Auch wenn sich hier das Leben zu 90% draußen abspielt, gibt es doch Tage, da wird es im Winter mal richtig kalt, so um die 15 oder 10 Grad. Dann gibt es Tage, da regnet es und dann sollte man dann doch die Möglichkeit haben, sich irgendwo ein bisschen zurückzuziehen, sich gemütlich zu machen. Und dafür sind wir ja hier, damit wir ein schönes, gemütliches, ruhiges Leben haben können. Und ich denke mal, das werde ich hier auf jeden Fall, obwohl dieses Grundstück extrem viel Arbeit bedeutet und auch sehr viel Beschäftigungspotenzial hat. Also mir wird hier mit Sicherheit nicht langweilig werden. Aber das wird dann so nach und nach auch mal ein kleines Video von kommen, was ich denn hier so treibe.
Und ja, ich will auf jeden Fall noch so einiges machen. Eine ganze Menge Pflanzen haben wir schon gepflanzt. Und da bin ich auch schon beim Thema. Wenn ihr euch fragt, was dieses Schattennetz hier hinter mir bedeutet, ganz einfach, ich habe momentan noch zu wenig Schatten. Ist es so das Problem, dass die Abendsonne, also die Nachmittagssonne hier lang geht und dann voll auf diese Häuserwand knallt und das ist dann das Gästezimmer. Und ja, dann haben wir halt mal geguckt, die Wand heizt sich unheimlich auf und deshalb habe ich hier auch schon eine ganze Menge Bananen gepflanzt und die wachsen relativ schnell und werden dann hoffentlich auch relativ schnell Schatten auf diese Häuserwand schmeißen. Hier in dem Bereich habe ich auch schon einiges gepflanzt, das seht ihr jetzt natürlich nicht. Aber das muss jetzt erstmal wachsen und dann hoffe ich spätestens in einem Jahr hier auch schön Schatten drauf zu haben. Ansonsten ja, habe ich noch eine ganze Menge vor. Vieles davon kann ich noch nicht machen, einfach weil der Boden ist momentan so steinhart. Schickt doch bitte mal ein bisschen Regen rüber, das ist echt, naja gut. Aber das soll es jetzt hier von diesem Video gewesen sein. Irgendwann später, wenn ich mein Haus richtig kennengelernt habe und alle Macken gefunden habe, werde ich davon vielleicht nochmal ein Update machen. Vielleicht, ich weiß es noch nicht, ob es sich lohnt. Und ja, auch erzählen, ob ich irgendwas hätte anders gemacht. Eine Sache fällt mir jetzt schon ein, aber das ist egal. Und ja, ansonsten geht es hier wieder fröhlich weiter mit gemischten Themen. Und ich sage wie immer, vielen Dank für das Interesse. Schön, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Und schöne Grüße. Tschüss, euer Nico aus Paraguay.